Sehr starke Ansammlung von Kühlmittel. Das ist jetzt auch nicht runtergelaufen, das war also schon drauf. Dann in Richtung Steuerketten Spannerschacht reingelaufen. So, die erste Schicht ist hier schon zerstört. Am Kolben gibt es eigentlich nichts zu meckern nach der Lauf, aber so richtig heftig. Hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. So, das waren die Motorbauteile, die ihr gerade gesehen habt von diesem Fahrzeug, also dem berühmten Cappuccino-Motor, den wir vor knapp einem Monat auseinandergebaut haben. Oder schon mal länger her. Die sind jetzt wieder zurück, also vom Bearbeiter zurück, und die sehen wir uns dann gleich mal an. Dann baue ich den Motor zusammen. Das handeln wir aber relativ fix ab mit ein paar kurzen Einblendungen, weil das habt ihr ja schon oft genug gesehen hier in dem Kanal. Ich gehe mal ganz kurz auf die speziellen Bauteile ein, die wir jetzt hier reinsetzen. Das wird ja der berühmte Secret Big Bore, also mit Agap-Nockenwelle und dem 108 mm Kolben der Super Duke. Aber Rest soll ja relativ Serie bleiben. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Also, los geht's, gehen wir eben rüber. Fangen wir an beim Zylinderkopf, den wie üblich einmal grundüberholt, geplant, Brennraum gestrahlt. Ventilkegel wurden alle geschliffen und die Ventilsitze wurden gefräst. Hier wurden noch die Radien angepasst, die Ventilsitzradien für bessere Füllung. Bei diesem Zylinderkopf waren ja auch die Auslass-Ventilführungen ausgelaufen, also quasi oval. Ich blende es mal unten wieder ein. Der eine oder andere weiß das vielleicht nicht oder hat es nicht gesehen. Die konntest du also hier in Fahrtrichtung hin und her wackeln. Daher müssen die Auslassventile da immer am besten neu, weil man weiß nicht, was durch dieses hohe Spiel am Schaft passiert ist, ob der Schaft schon geschädigt wurde und uns nachher im weiteren Betrieb, gerade jetzt mit dem Motortuning, dann die Ventilteller abreißen. Also da ist das Risiko zu hoch, dann immer daher direkt ein paar neue Ventile mit reinmachen. Ja, kommen wir zum zweiten, Kurbelwelle. Hier ein Komplettumbau mit unserem neuen Pleuel, den wir auch im Shop haben. Hier sitzt jetzt wieder ein Nadellager drin, original ist ja ein Gleitlager. Und hier auch oben jetzt ein Pleuelauge mit Sonderbronze, weil sowieso muss die Super Duke, also dieser Kolben, hat ja nur einen ganz normalen Standard-Kolbenbolzen drin. Die 105 mm Kolben bei der SMCR sind ja DLC beschichtet, deswegen können die auch im Stahl laufen. Haben wir hier aber nicht, daher auf jeden Fall für diese Bolzen immer ein Pleuelauge mit einer Sonderbronze-Buchse. Wie gesagt, die werden auch umgebaut wieder auf Nadellager, um eben halt diese enormen Drücke von diesem Motor dementsprechend halt auch aufzunehmen, weil dieses Gleitlager, was hier serienmäßig drin ist, da bin ich halt nicht wirklich, kein großer Freund von, allein weil die schon in Serie mit einem sehr hohen Lagerspiel von 600 fahren. Und ja, das ist mir alles ein bisschen zu gefährlich, gerade bei diesen Big Bore Motoren, deswegen bauen wir die halt um, wie gesagt, wieder auf die Nadellager. Spezialnadellager, verkupfert und versilbert, sehr hohe Notlaufeigenschaften. Der Pleuelbolzen von diesem Hersteller dieses Pleuels ist auch sehr gut. Dementsprechend haben wir hier eine gute Sicherheit, gerade jetzt im Bereich Motortuning Mehrleistung. Zum Schluss zum Zylinder, umgebaut auf 108 mm mit dem passenden Super Duke Kolben Gruppe 1, weil ist ja neu beschichtet, da können wir auch mit Gruppe 1 wieder anfangen. Quasi, wir können den dann später, wenn der mal richtig was gelaufen hat und muss wieder mal geholt werden, können wir dann sogar noch Gruppe 2 reinstecken, wenn es denn sein muss. Der Kolbenboden ist halt von diesem Kolben halt auch sehr, nennen wir mal, gemäßigt in der Kontur, also keinen großen Verdichtungsdom etc. Wir haben sehr große Ventiltaschen und dadurch ist die Verdichtung bei diesem Motor, also mit diesem Motorumbaukonzept, auch gerade mal etwas über 12,2, 12,3 zu 1. Das ist alles relativ harmlos, gut zu fahren auf der Straße und dementsprechend bräuchte man da auch keinen 100 Oktan Gedöne. Ganz normal tanken, 98 ROZ. Und fertig ist die Laube. Alles in allem, jetzt dieses Paket werden wir montieren. Interessant wird es noch im Bereich Nockenwelle. Da haben wir ja jetzt die neue Agap-Nockenwelle. Allerdings die gezähmtere Variante, die haben ja zwei, mit 250 und 259 Grad, weil dieser Motor ja eigentlich hauptsächlich auf der Straße läuft, wollten wir hier nicht all in gehen und werden mal schauen, wie diese Nockenwelle sich verhält mit diesen Motorkomponenten. Da bin ich sehr darauf gespannt, weil das sollte ja dann gerade im Bereich Drehmoment
sehr gut funktionieren. Also ich hoffe es. Wie gesagt, das ist die erste, die ich von dieser Baureihe verbaue. Vor allen Dingen jetzt inklusive Remus mit Cut und dementsprechend nur einem Lochdeckel verbaut. Also würde ich sagen, genug gequatscht. Ich baue den Motor schnell zusammen. Ihr seid partiell mit dabei und dann geht's ab auf den Prüfstand. Bis gleich. Zugeschaut, missgebaut. Jetzt den Okolyten schnell reinhängen und dann würde ich sagen, geht's los, Abfahrt, nächster Halt, Prüfstand. Da lang. So, geht das los. Moped ist aufgeschnallt, ist auch schon warm gelaufen und jetzt müssen wir aber erstmal ermitteln, was kann denn diese Motorkombination mit der Nockenwelle im Bereich All-In? Weil die Fragen kommen mit Sicherheit dann nach diesem Video von euch. Was wäre denn, wenn ich einen offenen Schalldämpfer drauf hätte oder einen Leo Vince oder einen MBA-Deckel oder und. Daher frühstücken wir das jetzt direkt von vornherein ab und gehen dann immer weiter runter in Richtung Straßentauglichkeit. So wollen wir es mal nennen. Also leiser, mit Cut, mit Lochdeckel und so weiter. So, also starten wir rein. Schalldämpfer von uns. Open, also nichts drin. MBA-Deckel, angepasstes Mapping, 108 mm Bohrung, Super Duke-Kolben und Agap-Nockenwelle 250, 259 Grad. Dann machen wir mal ein bisschen Krach. So, kommen wir rein mit einer Serienleistungskurve, allerdings nicht von dem Fahrzeug, was wir jetzt hier abgerollt haben, beziehungsweise was wir bekommen hatten im Serienzustand. Der Motor war ja relativ defekt. Ich blende es nochmal oben ein, das Video, wer es noch nicht gesehen hat. Der Motor hatte ja einen starken Zylinderkopfschaden und da war ja mehr Kühlmittel im Öl als sonst was. Den wollte ich also nicht mehr über den Prüfstand quälen. Aber wir hatten ja Juli 22 mal eine flatschneue Gasgas hier von der Firma KTM Bonn. Die hatten die uns zur Verfügung gestellt für diesen Fuel-Dangle-Test. Und die hatte auch nur 800 Kilometer, glaube ich, auf der Uhr. Und daher konnten wir jetzt können wir das jetzt mal schön vergleichen, da der Motor auch noch relativ neu ist oder gewesen ist. Der hat geliefert 71,97 PS bei 7900 Umdrehungen. Das ist hier. Ihr seht auch, ich habe jetzt hier nur mal die reine PS-Leistung draufgelegt. Das Drehmoment machen wir gleich im Anschluss. Und ja, das ist so Serienleistungen, die legen aber, wenn sie denn 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer dann auf der Uhr haben, auch ihre Serienleistung, die im Fahrzeugschein steht, von knapp 75 PS dann auch irgendwann nach. Also dementsprechend knapp 72 PS passt. So, jetzt legen wir den Big Bomb Motor drüber. All in. Ja. 108 mm Bohrung. 80 Hub ist geblieben. Der Schalldämpfer hat keinen Katalysator, also der Leo Vince ohne Cut. Ohne dB-Iter allerdings auch, und habt ihr gerade gehört. Die Agap-Nockenwelle mit 250, 259 Grad. Original Luftfilterkasten und MWR-Luftfilter. So. Das sieht schon ganz schön aus, würde ich mal sagen. 78 PS haben wir hier, aber auch schon viel früher anlegen. Die Spitzenleistung bei 7500 Umdrehungen. Und hier im unteren Drehzahlbereich 45 PS zu 62 PS. Hier haben wir 60 PS zu 71 PS, also hier haben wir 11 PS mehr. Also alles in allem eine Mörderkurve für diesen Motor. Aber
das kann nicht so bleiben, weil wir müssen ja gleich runter reduzieren, leider. Jetzt machen wir eben das Drehmoment noch. Das sieht sogar, glaube ich, noch ein bisschen besser aus. Dann machen wir mal die PS-Leistung weg. So, Drehmoment bei 4,8, also da, wo es richtig losgeht. 51 Newtonmeter bei der Serie, 74 Newtonmeter beim Big Bore Motor. Obenrum, je höher die Drehzahl, ne, desto kleiner werden die Unterschiede, aber trotzdem hier noch 65 Newtonmeter zu 78. Also alles in allem, das Ding geht aus dem Keller raus wie die Feuerwehr und das auch nur mit dem kleinen Hub. Da kann man, wie gesagt, nochmal nachlegen mit 85 Hub, Entschuldigung. Aber das wäre jetzt hier nicht zielführend. So, Endeffekt, oder es bleibt übrig in der Spitze 79 Newtonmeter zu 68. Und das ist schon mal wirklich kein schlechter Wert. So, und jetzt müssen wir leider anfangen, das Ding runter zu bremsen. Und dafür gehen wir zurück in die Werkstatt. So, das Motorkonzept funktioniert, soweit gut. Allerdings, ne, da sind wir uns ja alle drüber im Klaren, so mit dem Schalldämpfer kannst du nirgendwo mehr fahren. Es gibt mit Sicherheit Bundesländer, wo das noch machbar ist. Aber ich sage mal hier, Rheinland-Pfalz, Hessen, NRW, auf keinen Fall. Ne, da bist du schneller irgendwo hinter Gittern, als dir lieb ist. So, daher müssen wir jetzt das ganze Gerät downsizen, wie es so schön heißt. Ne? Das tut mir zwar in der Seele weh, aber es geht nicht anders. Also Cut rein, dB-Killer rein, Lochdeckel, also Filter mit Lochdeckel drauf, abstimmen und dann müssen wir gucken, was noch übrig bleibt. Geht das los. Gut, dann schauen wir mal der Wahrheit ins traurige Angesicht. Das ist wirklich traurig, denn ihr seht hier, ab 5.500 Umdrehungen ist hier der Sack ab, sogar schlechter als das Serienfahrzeug. Ja. Also funktioniert mit der Nockenwelle und den Anbauteilen so gar nicht. 70 PS in der Spitze, dann ist Feierabend. Und wer jetzt denkt, ja Junge, du musst auch das Mapping anpassen, das habe ich natürlich gemacht. Schauen wir uns eben an. Ich mache mal die Serienkurve weg und eine von den Big Bore Kurven, dann ist es nicht so bunt hier. So, grüne Linie ist noch der Big Bore. Hier war er noch ein bisschen mager, da hätte ich noch was programmieren müssen, also was runter, was fetter geben müssen, aber das habe ich mir geschenkt, weil ne, der Motor wird eh so nicht ausgeliefert. Und die orangene Kurve ist eben halt jetzt vom aktuellen Fahrzeug mit der Nockenwelle und den Anbauteilen. Und ihr seht hier relativ gut auf der Linie. Und trotzdem kommt da nichts. Hier hätte ich noch mal was machen müssen, aber ne, wofür? Da müssen wir nicht weitermachen. Schauen wir uns das nochmal im Bereich Drehmoment an. So, Drehmoment, Kupplung und hier machen wir mal die Leistung weg. Ja, und da sieht das auch dramatisch aus. 63 Newtonmeter. Hier haben wir 54 Newtonmeter. Wenn wir jetzt hier nochmal die Serie drüber legen, auch wieder schlechter als Serie. Ab 5500 Umdrehungen. So, also geht so gar nicht. Was machen wir jetzt? Das schauen wir uns jetzt an. Zurück ins Studio. So, also gesehen, grande Katastrophe, taugt also nichts. Einfach Nockenwelle reinstecken und denkt, man hat mehr Leistung mit den Originalbauteilen, mit Katalysator, dB-Killer und vielleicht einem Lochdeckel. Ne? Das funktioniert definitiv nicht. Hier müssen alle mitspielenden Bauteile, nennen wir es mal so, ne? Also die Ansaugung und die Auspuffanlage dementsprechend zu den Steuerzeiten angepasst werden. Dann geht das. Ansonsten ist das nur rausgeschmissenes Geld. Heißt für uns jetzt, die Nockenwelle muss wieder raus, die Original-Nockenwelle kommt wieder rein mit ihren zahmen Steuerzeiten. Und dann können wir mal schauen, wie dieser Motor mit diesen 3 mm mehr Bohrung jetzt nur noch, denn dementsprechend besser performt als der Serienmotor mit 105. Ja? Eine Vergleichskurve habe ich, die legen wir gleich mal drüber, aber jetzt schauen wir erstmal, was geht. Aber als allererstes, ja, Werkzeug raus, Nockenwelle raus.
Gut, so, das ist die Kurve von gerade mit der Agap-Nockenwelle, diese bescheidenen 70,02 PS. Und jetzt legen wir die Kurve von gerade drüber, die ich gerade eingemessen habe. Und schwuppdiwupp, das sieht doch schon wieder besser aus mit der Original-Nockenwelle und den Seriensteuerzeiten. Auch das Mapping wurde natürlich angepasst, ganz klar. Seht ihr hier, blaue Linie, eigentlich fast genau auf den 13,2. Hier sind wir ein bisschen Tacken fetter, aber das ist nicht so schlimm. Daher, das ist die einzig wirklich gute Kombination mit diesen Anbauteilen, Katalysator, Endschalldämpfer, mit dB-Killer und Lochdeckel, die für diesen Motor jetzt wirklich sinnvoll ist, halt auch bei den Serienmotoren genauso, ob 108 oder 105 mm Bohrung. Die Rennsportnockenwellen mit hoher Spreizung machen hier keinen Sinn. So, gucken wir uns eben noch das Drehmoment an. Da sieht es ähnlich aus. So, machen wir mal die Leistung weg. Ja, nichts, so, weil nichts ist nichts. Einzelgrafik und zack, ja, da ist auch wieder, sind auch wieder Newtonmeter unterwegs. Hier haben wir dann statt 53, 67, 52 zu 63 und. Also alles wesentlich besser und auch vernünftig passend zum Motor. Gut, dann würde ich sagen, so lassen wir es erstmal, dann geht es weiter. Ja, und zum guten Schluss schauen wir uns jetzt nochmal die Leistungskurve an von dem 108er jetzt versus 105 mm. Dafür brauchen wir natürlich ein Fahrzeug und eine Leistungskurve von dem Fahrzeug, was ähnlich bzw. genauso aufgebaut wurde. Also Mapping mit Lochdeckel und Leowins Nero Plus Cut. Den habe ich gefunden, oder die habe ich gefunden am 2. Februar 24 hatte ich eine Husqvarna hier, die haben wir komplett hier umgebaut. Die war relativ neu, die hatte gerade die erste Inspektion hinter sich. Daher können wir die gut vergleichen. Also gleichen Anbauteile, Serien 105 mm Motor und die legen wir jetzt hier mal drunter. Und ihr seht, alles in allem hat der 108er doch die Nase vorn. Hier haben wir ungefähr, 66 PS zu 72, also knapp 6 PS mehr. Hier haben wir ungefähr 5 PS mehr. Und so zieht sich das bis runter. Die Verbesserung fängt schon ab 4000 Umdrehungen an. Klar, es sind noch 2 PS, das ist nicht wirklich wild. Aber es steigt, je höher die Drehzahl geht, umso mehr steigt die Mehrleistung. Im Drehmomentbereich sieht es ähnlich aus. Hier haben wir dann, wie gesagt, bei 7200 haben wir 64 zu 68 Newtonmeter, also 4 Newtonmeter mehr. Da haben wir halt auch 5 Newtonmeter mehr knapp, nicht ganz, aber fast. Also ihr seht, auch das Drehmomentverhalten dieses Motors ist wesentlich besser als die Serie. Und wir haben halt den großen Vorteil, ein absolut unauffälliges Tuning. Spielt sich halt alles im Motorblock ab und nicht draußen. Und daher eine gute Sache, vor allen Dingen dann, wenn der Motor überholt werden muss. Aber da kommen wir noch gleich zu. Dann geht es zurück in die Werkstatt. Ja, da haben wir uns dann doch etwas mehr von erhofft, gerade zum Thema Nockenwellen. Aber das haben wir jetzt gelernt, diese Rennsport-Nockenwellen funktionieren in Fahrzeugen mit straßenkonformen Anbauteilen so gut wie nicht. Heißt, diese beiden Nockenwellen sind für ein Fahrzeugkonzept, was einigermaßen straßenkonform bleiben soll, dann hier raus und es muss wieder die Original-Nockenwelle verbaut werden. Da komme ich aber noch gleich zu, da habe ich noch was. Der 108 mm Big Bore Zylinder ist auf jeden Fall immer eine gute Wahl, vor allen Dingen dann, wenn der Motor defekt ist, beziehungsweise wenn ihr einen kapitalen Motorschaden habt und der Zylinder ist kaputt und muss neu beschichtet werden, dann kann man auch statt 105 direkt 108 machen. Ne? Das ist kein Problem. Habt ihr ja gesehen, habt ihr 6 PS mehr und ich habe 6 Newtonmeter kommen dazu und das ist ja dann so in dem Grundkonzept keine schlechte Sache, weil preislich tut sich das nicht viel. Die beiden Kolben 105, 108 von der Firma KTM, von Elko König sind, glaube ich, preislich fast identisch. Der Zylinder, die Beschichtung kostet immer das gleiche, ab 450 Kubik aufwärts. Und der einzige oder die einzigen Kosten, die noch dazukommen würden für den 108, wäre einmal das Bohren des Zylinders von 105 auf 108. Das ist auch keine Riesenwelle, da tut sich nicht viel. Also dementsprechend immer zu empfehlen, dass man dann sagt, das Ding ist kaputt, dann machen wir auch direkt mal ein bisschen mehr Kubik.
Hier jetzt noch zu versuchen, eine 85 Hubkurbelwelle einzubauen, wird auch nicht sinnvoll sein, weil da haben wir da eigentlich das gleiche Problem wie mit den Nockenwellen. Wir kriegen die Füllung nicht rein, also durch den höheren Unterdruck mehr Hub. Das schafft der Luftfilterkasten einfach nicht, das kriegen wir nicht hin. Also wir können auch wieder da nicht liefern und wir können wieder nicht abliefern im Bereich Abgasanlage, tut sich auch nichts durch den Cut und den dB-Killer. Die 701, die wir damals gemacht haben, ich blende sie nochmal oben ein, die hatte ja den großen Vorteil, die hatte einen großen offenen Akra ohne Cut und ein Stage 1 Kit von uns, da kommt dann auch was. Habt ihr ja gesehen hier, das Ding in der offenen Variante, Cut, dB-Killer raus, MBA-Filter drauf, mal eben schnell 78,8 PS und fast 80 Newtonmeter. So, die mich kennen, wissen, dass ich mich sehr ungern geschlagen gebe bei solchen Geschichten. Und daher habe ich ein bisschen mit der Firma Agap hin und her gemäht. Und wir sind da auf einem guten Weg. Aber da wird noch nichts verraten, weil da ist auch noch nichts in trockenen Tüchern. Aber ich bleibe dran. Gerade Thema Nockenwellen. So, was bleibt noch zu tun? Plastics müssen wieder dran, Sitzbank drauf, Schalldämpfer kommt wieder runter. Das ist ja meiner, der Testschalldämpfer. Aber hier liegt schon das gleiche Ding nochmal neu. Anschrauben, fertig. Na? So, genug gequatscht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Tschüss. So, im November gibt es keine Tomaten mehr, aber Chilis. Hier, die Ernte wird noch einigermaßen gut. Ich habe sie jetzt reingeholt aus dem Hochbeet. Jetzt dürfen sie hier reifen. Und die sind scharf. And now you've got yourself something funky.